Liebe Leute da draußen, wählt das Original. Macht es so wie Edeka in der einer neuesten Werbung. Da ist nichts mehr von. Ich lese vor. Blau ist eine Gefahr wie letztes Jahr. Nein, im Gegenteil. Leuchtend blaue AfD-Kugeln fluten die Supermärkte im neuesten Werbespot, als wenn sie von Elon Musk wären. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt's eine richtig spannende Rede von Alice Weidel beim Parteitag in Riesa. Sie haut ordentlich auf die CDU und fordert uns alle auf, diese Betrügerpartei zu überholen. Aber das ist noch nicht alles. Sie spricht über die wahren Probleme in Deutschland und was die AfD dagegen tun will. Ihr werdet überrascht sein, was sie zu sagen hat. Also bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie sie die CDU ins Visier nimmt und warum sie sagt, es wird Zeit, dass wir die Führung übernehmen. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und vor allem eure Kommentare dazulassen. Was denkt ihr über ihre Ansprache? Auf geht's! Schwarz-Rot-Gold, liebe Freunde, Schwarz-Rot-Gold. Ich möchte mich zunächst einmal bei meinem lieben Co-Sprecher Tino Kruppalla bedanken für den Vorschlag. Ich möchte mich beim Bundesvorstand für die Unterstützung bedanken. Ich möchte mich bei den Landessprechern bedanken für das ausgesprochene Vertrauen. Und ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr heute dem linken Mob getrotzt habt und hier reingekommen seid, um hier zu wählen. Danke auch, und das möchte ich hier explizit sagen, danke auch an die vielen Polizeikräfte, an das Kriminalamt, die diese Veranstaltung vor den rot lackierten Nazis sichern, die heute mein Auto, mein Konvoi befreien mussten aus einem linken, gewaltbereiten Mob. Vielen Dank dafür, dass Sie für uns da sind. Ich möchte mich auch bedanken. Der Kollege hat es eben schon angesprochen, Jörg Urban. Ich möchte mich bedanken bei Elon Musk, der diesen Parteitag live streamt, damit jeder sehen kann, für was wir Politik machen. Jeder soll es sehen. Freedom of Speech. Wir stehen für die Meinungsfreiheit in diesem Land. Und jeder soll frei seine Meinung äußern dürfen. Ich hoffe, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid, das eigentlich so angefangen hat wie jedes andere Jahr zuvor. Mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen auf unseren Straßen. Man könnte meinen, beinahe könnte man sich daran gewöhnen. Ich will mich daran nicht gewöhnen. Wir alle wollen uns nicht daran gewöhnen. Und deshalb sind wir hier. Deshalb engagieren wir uns für die AfD und für unser Land.
Es sind die ewig gleichen Ablenkungsmanöver, die ständig fehlgeleiteten Debatten über Böllerverbote, jetzt Feuerwerkserlaubniszonen, Messerverbotszonen. Wir erinnern uns an die Bilder, wo Omas mit ihren Handtaschen gefilzt wurden. Es wird aber nicht darüber gesprochen, liebe Freunde, wer die Täter sind. Wer verwüstet unsere Innenstädte? Wer attackiert Rettungssanitäter, Feuerwehr und Polizei? Wer macht seine Verachtung gegen unserem Land gegenüber deutlich, das ihm Schutz bieten soll? Ganz ähnlich war es schon als Reaktion auf die Wahnsinnstat in Magdeburg kurz vor Weihnachten. Sofort kam der reflexartige Versuch, den arabischen Attentäter vom Weihnachtsmarkt, der 6 Menschen in den Tod gerissen hat, etliche weitere schwer verletzt hat, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk als AfD-Unterstützer darzustellen. Doch die nüchternen Tatsachen sehen anders aus. Der eingewanderte Mann, der schon längst nicht mehr in Deutschland hätte sein dürfen, jemand, der den Sicherheitsbehörden längst bekannt war und der auch von deutschen Gerichten bereits verurteilt wurde, hat Terror in unser Land gebracht und Menschen umgebracht. Das ist Fakt, das ist die Wahrheit. Und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, sollen die Verantwortung tragen und von ihren Ämtern zurücktreten. Danach immer die gleichen Betroffenheitsgesten, Ausflüchte, Verharmlosung, gepaart mit Verdrehung. Doch die Menschen lassen sich nicht mehr für dumm verkaufen. Nicht in Magdeburg, Solingen, München, nicht in Mannheim, Berlin oder anderswo im Land. Und darum braucht es die AfD, um das Ruder in unserem Land wieder rumzureißen, um dieses Land wieder stark, reich und sicher machen zu können. Wir haben die Antworten. Wir haben einen Plan. Wir haben einen Zukunftsplan für Deutschland, den wir in den ersten 100 Tagen einer Regierungsbeteiligung angehen. Die Grenzen lückenlos schließen und jeden illegal und ohne Papiere Einreisenden zurückweisen und eine ganz klare Ansage an alle Welt: Die deutschen Grenzen sind dicht, liebe Freunde. Sie sind dicht. Die Versorgung von Asylbewerbern von Geld auf Sachleistungen umstellen. Sozialleistungen für Nicht-Aufenthaltsberechtigte streichen und Rückführung im großen Stil durchführen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration. Das Asylrecht muss endlich eingehalten werden. Asyl ist Aufenthalt auf Zeit und endet, wenn der Fluchtgrund entfällt. Versorgung von Flüchtlingen vor Ort, damit sie erst gar nicht nach Deutschland kommen. Turbo-Einbürgerung und die Verramschung des deutschen Passes, so wie es die CDU betreibt, sofort beenden.
Das ist mit uns nicht zu machen. Und nach dem Vorbild der Niederlande und von Ungarn Ausstieg aus dem EU-Asylsystem. Ganz einfach. Deutschland wird unter unserer Führung aus dem EU-Asylsystem austreten. Darauf können Sie sich verlassen. Wir wollen Technologieoffenheit, Verbote von Verbrennermotoren sowie von Öl- und Gasheizungen aufheben, Einkommens-, Konsum- und Unternehmenssteuern senken, weg mit der CO2-Abgabe. Energiesteuern massiv senken, den Solidaritätszuschlag ersatzlos streichen, grundlegende Steuerreformen und Steuervereinfachung auf den Weg bringen und das Bürokratiemonster Lieferkettengesetz endlich kassieren. Subventionen und Förderprogramme, und ich sage alle Subventionen, alle Förderprogramme für den Klimaschutz und das EEG werden wir abschaffen. Weg mit dem EEG! Weg mit linker Ideologie! Wir werden das Ende der Energiewende einläuten und den Ausstieg aus der EU-Klimapolitik einläuten. Funktionsfähige Kernkraftwerke werden wir natürlich wieder ans Netz nehmen und in zukunftsfähige Reaktoren der neuen Generation investieren. Das ist seriöse Energiepolitik, liebe Freunde. Wir fordern längere Laufzeiten für Kohlekraftwerke, weil Deutschland die sichersten, saubersten und modernsten Kohlekraftwerke weltweit hat. Und wir werden Nord Stream wieder in Betrieb nehmen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Viele der dafür notwendigen Gesetze haben wir bereits erarbeitet und im Bundestag eingebracht. Alle anderen Fraktionen haben das abgelehnt. So viel zur angeblichen und ernsthaften Politik von Union und von der FDP, die damit zeigen, dass es ihnen in Wahrheit gar nicht um Veränderung zum Guten, sondern nur ums Verharren im Niedergang geht. Ihnen ist die Ausgrenzung der AfD wichtiger als ihre eigenen Wahlversprechen. Es ist die CDU, die sich damit bedingungslos linksgrüner Ideologie ausliefert und keine ihrer Versprechen wird einlösen können. Und das ist Betrug am Wähler. Ich muss Angela Merkel in einem Punkt recht geben. In einem Punkt gebe ich Angela Merkel recht. Sie kennen mich, also die Politik der CDU. Dieser Satz stimmt. Er stimmt zu 100%. Wer wissen will, was uns nach dem 23. Februar mit jeder Stimme für Merz blüht, der schaue nach Berlin. Die CDU-Stadt versinkt in Kriminalität, in queerwoken Wahnsinn, in ungebremster Zuwanderung und Einbürgerung. Der CDU-Senat verfolgt lieber die investigativen Journalisten von News, statt die Silvesterbomber und die Messermörder außer Landes zu bringen. Alles CDU.
Schauen wir nach Essen. CDU regiert mit im CDU-regierten Nordrhein-Westfalen, wo bei unserem letzten Parteitag mit Steuergeldern Gewalt gegen uns auf die Straße gebracht wurde. Dann schauen wir nach Dresden, schauen wir nach Erfurt, wo kurzerhand die Demokratie auf den Kopf gestellt wurde und sich die CDU mit Kommunisten gemein gemacht hat. Der echte Wahlsieger in Thüringen ist Björn Höcke. Da sitzt er. Wir waren stärkste Kraft. Schauen wir nach Bautzen, wo der Innenminister der CDU, der gewalttätigen Antifa, bei einer Demo gegen uns zurief: Ihr seid meine wichtigsten Mitarbeiter zur Rettung der Demokratie. Schauen wir hier nach Riesa. Das ist alles die CDU. Schande über den CDU-Innenminister von Sachsen. Er sollte sich schämen. Ja, wir kennen sie, die CDU, liebe Frau Merkel. Wir kennen sie genau, lieber Herr Merz. Sie vergolden Herrn Haldenwangs verfassungsfeindlichen Kampf gegen uns mit einem Bundestagsmandat. In Hessen holzt die CDU-Regierung den Märchenwald der Brüder Grimm für Windräder ab. Wir kennen sie, liebe CDU. Und ich kann euch sagen, wenn wir am Ruder sind, wir reißen alle Windkraftwerke nieder, nieder mit diesen Windmühlen der Schande. Wir kennen sie, liebe CDU. In Nordrhein-Westfalen laufen Professoren Sturm, weil Herr Wüst die Unis zu querroten Kaderschmieden machen will. Entschuldigung, queer-roten Kaderschmieden. Soll ich euch sagen, was wir tun werden, wenn wir am Ruder sind? Wir schließen alle Gender Studies und schmeißen diese Professoren raus. So! Unsere Kinder, unsere Jugend, die jungen Leute müssen wieder was Vernünftiges an den Universitäten, an den Schulen lernen. Der Staat hat einen Bildungsauftrag und den darf er nicht vernachlässigen. Und einen echten Bildungsauftrag wird es nur mit der Alternative für Deutschland geben. Merz und Söder versprechen das Blaue vom Himmel im wahrsten Sinne des Wortes. Sie schreiben aus unserem wunderbaren blauen Wahlprogramm ab. Und nachher wollen sie dieses Wahlprogramm, was sie von uns abgeschrieben haben, mit Saskia Esken und Claudia Roth umsetzen. Das ist Comedy pur. Das ist Comedy pur. Und deshalb, liebe Leute da draußen, wählt das Original. Macht es so wie Edeka in der einer neuesten Werbung. Da ist nichts mehr von. Ich lese vor. Blau ist eine Gefahr wie letztes Jahr. Nein, im Gegenteil. Leuchtend blaue AfD-Kugeln fluten die Supermärkte im neuesten Werbespot, als wenn sie von Elon Musk wären.
Fluten Sie also die Wahlurnen mit den Stimmen der AfD für eine echte Politik für unser Land. Fluten Sie die Wahlurnen und macht uns zur stärksten Kraft. Lasst uns die CDU, diese Betrügerpartei, überholen und Politik für Deutschland machen. Lasst uns die CDU überholen, denn die Deutschen wollen Normalität und sie haben das Recht darauf. Sie wollen Arbeit, sie wollen Sicherheit, sie wollen Wohlstand. Sie wollen von den Früchten ihrer Arbeit leben können, Familien gründen, eine Existenz aufbauen. Sie wollen Sicherheit auf unseren Straßen und sie wollen eine gute Ausbildung für ihre Kinder. Sie verlangen eine verlässliche und vernünftige Politik, die dafür die Voraussetzung schafft und sich nicht in ihr Privatleben einmischt und ihre Meinungsfreiheit einmischt. Denn sie wollen Freiheit. Die Deutschen wollen Freiheit. Sie wollen individuelle Freiheit. Sie wollen unternehmerische Freiheit. Wir wollen die Freiheit. Und vielleicht, wir haben ja alle die ganz große Aufregung in den letzten Wochen gesehen. Warum? Weil die AfD, die Alternative für Deutschland, unsere geliebte Partei, unser geliebtes Projekt für Deutschland, die einzige Partei ist, die alle Gesprächskanäle offen hat in den Osten und in den Westen. Wir müssen uns nichts vormachen. Die kommenden Wochen werden noch sehr hart. Die Angriffe werden zunehmen, die Spaltungsversuche ebenso. Und die Wut der Etablierten steigt von Tag zu Tag. Und warum? Weil wir erfolgreich sind. Schauen wir uns die neueste Umfrage an von heute, die Sonntagsumfrage. Und dort sind wir um ganze 2% gestiegen, auf 22%. Und darum müssen wir zusammenstehen. Und das werden wir. Liebe Freunde, ich möchte die kommenden 6 Wochen zusammen mit euch bestreiten. Wir werden zusammen mit aller Kraft Wahlkampf machen. Wir werden Wahlkampf machen für unsere Partei, für unser Land, für unsere Kinder, für die Zukunft eines starken, sicheren und reichen Deutschlands. Ich bedanke mich. Uns ein tolles Wochenende. Danke.
Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Alles Gute, danke. Hat super gemacht. Danke Toll. sehr. Bitte schön. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so. Dankeschön. Ich freue mich so. Alice, Glückwunsch, alles Gute. So, aufstellen. Jawohl, Alles danke, Gute, danke. alles voller Blumen. Danke sehr. Das ist ein Dankeschön. Dankeschön. Danke sehr. Danke. Gib mir mal Lisa, kann ich Also komm. Jawohl. Komm her hier. Und das machen wir gleich. Ja, let's go. Dankeschön. Einmal. super Rede. Danke. Danke, Alice.